Guten Tag an alle, die interessiert sind zu wissen, wie wir so schnell wie möglich aus der Krise der Covid-19 herauskommen, die Wirtschaft ankurbeln und wieder ein normales Leben führen können. Mit diesen Maßnahmen können wir ab sofort damit beginnen, dass die Großbetriebe, Fabriken, Einzelhandel und kleine Betriebe ihre Aktivitäten aufnehmen. Um es verständlicher zu machen, werde ich es mit einem Beispiel erklären. Nehmen wir an, dass eine Fabrik mit 1000 Mitarbeitern möchte ihre Tätigkeit aufnehmen. Als erstes machen wir einen Schnelltest, um die bereits Infizierte, die Antikörper positiv sind, herauszubekommen. Diese Personen haben entweder unbemerkt mit milden Symptomen oder sogar nach einer symptomatischen Erkrankung das Virus besiegt und jetzt sind immun und können weder selbst daran erkranken noch jemanden anstecken. Diese Personen können ab sofort arbeiten. Bei den restlichen Mitarbeitern wird ein PCR-Test mit Nasen- und Rachenabstrich durchgeführt, um festzustellen, wer an Covid-19 erkrankt und wer gesund ist. Die gesunden Personen können auch ab sofort arbeiten, natürlich mit Berücksichtigung der hygienischen Maßnahmen und besonders das Tragen der Schutzmasken. Die dritte Gruppe, die an Covid-19 erkrankt ist, wird isoliert, um die Ausbreitung der Erkrankung zu verhindern. Es ist natürlich eine schlechte Idee zu sagen, dass diese Leute einfach zu Hause isoliert werden sollen oder sich zu Hause aufhalten sollen. Aus zwei Gründen, das ist sehr schwierig. Erstmal nehmen wir an, dass die wirklich sehr gewissenhaft sind und zu Hause bleiben und quasi damit niemanden anstecken. Aber die müssen ja versorgt werden, die müssen ja auch einkaufen gehen. Und während dieser Zeit können die natürlich viele andere anstecken. Sei denn, dass wir überprüfen, dass sie zu Hause bleiben, für die sorgen, dass sie Lebensmittel bekommen und das ist dann halt schwierig. Die zweite Gruppe, es gibt auch Menschen, die sehr ungewissenhaft sind und die sagen, wenn ich jetzt an Covid-19 erkrankt bin, dann ist mir egal, dann werde ich auch die anderen anstecken. Geht auch ohne Masken raus und fasst alles an und hustet, auch sogar in Aufzug. Das heißt, ausgeschlossen ist das nicht. Im Grunde genommen sind viele Leute, die gewissenhaft sind, aber diese Menschen gibt es auch. Also am besten wäre, dass wir sie in einem Hotel isolieren und in diesem Hotel, weil die quasi nicht so krank sind, dass sie ärztliche Betreuung brauchen, können wir auch von den Leuten, die Antikörper positiv sind, dafür sorgen, dass die sich um diese Menschen kümmern und gucken, ob denen schlechter geht oder besser geht. Nach 2 Wochen, die Leute, die in diesem Hotel sind, die können nach Hause gehen, nachdem der Antikörper bei denen positiv getestet wird. Ein Teil davon wird natürlich auch die Lage und der Zustand bei denen sich verschlechtern. Die werden wir oder diese Personen, die das beaufsichtigen, einfach ins Krankenhaus schicken. Mit diesen Maßnahmen können wir die Wirtschaft ankurbeln und die massiven Verluste verhindern. Das Gleiche gilt auch für kleine Betriebe und Einzelhändler. Zum Beispiel einer, der einen kleinen Laden hat und Antikörper positiv ist, er kann niemanden anstecken und wird auch von niemandem angesteckt. Und aus diesem Grund kann er seinen Betrieb und Laden voll in Betrieb nehmen, arbeiten, ohne eine Gefahr darzustellen. Diese Maßnahmen führen dazu, dass die Zahl der Neuinfizierten stark sinkt. Abhängig davon, wie schnell wir die Tests durchführen, können die Betriebe eins nach dem anderen ihre Tätigkeit aufnehmen. Als zusätzliche Maßnahme, die wir durchführen müssen, ist, dass jeder, der das Haus verlässt, muss eine Maske tragen und alle anderen hygienischen Maßnahmen anhalten.
Am besten, um die Ausbreitung der Krankheit zu minimieren, wäre besser, dass von jedem Haushalt nur eine Person alle paar Tage mit Einbehalt der gesamten Schutzmaßnahmen und Tragen der Maske die Besorgungen für das Haus macht. Nach 4 Wochen sinkt die Zahl der Infizierten so weit, dass man die Einschränkungen immer wieder lockern kann. Ab jetzt können die Leute mit Einbehalt der Schutzmaßnahmen und natürlich Tragen der Masken sich frei bewegen und das normale Leben wieder aufnehmen. In den weiteren 4 Wochen, die bereits stationäre Patienten sind wieder genesen und können wieder entlassen werden. Das bedeutet, innerhalb von 8 Wochen ist die Krankheit besiegt. Ab jetzt, wenn jemand in das Land einreisen möchte, muss entweder antikörperpositiv sein, das bedeutet, dass er die Krankheit in irgendeiner Weise durchgemacht hat und nicht mehr infektiös ist, oder bereit ist, sich eine 2-wöchige Quarantäne zu unterziehen. Es bleibt die Frage zu beantworten, was machen wir mit dem Güterverkehr? Das ist klar, dass über die gesamte Zeit der Güterverkehr weiter stattfindet. Nur mit dem Vorbehalt, dass die Fernfahrer die Hygienemaßnahmen einbehalten. Die letzte Frage wäre, was machen wir mit den Schülern und Kleinkindern? Die Schulkinder, die bis zum gewissen Alter diese Schutzmaßnahmen einbehalten können und die Masken tragen können, die können langsam in die Schule gehen. Aber als letztes werden wir die Kleinkinder in die Schule schicken, auch in Kita, weil die keine Maske tragen können und auch die Schutzmaßnahmen nicht einbehalten können und damit die Erkrankung nach Hause bringen und auch die anderen Familienmitglieder anstecken können. Der Idealfall wäre natürlich, wenn man auch bei den Schülern die Tests durchführen könnte und dementsprechend die infektiöse Schüler isolieren könnte. Ich hoffe, dass ich euch mit diesem Beitrag ein bisschen helfen konnte und natürlich auch unsere Regierungen auf der Welt diese Maßnahmen durchführen, dass wir bald aus dieser Krise herauskommen können. Vielen Dank für das Zuhören und wenn irgendwelche Fragen noch offen sind, dann könnt ihr sie stellen. Ich werde es sehr gerne beantworten. Bleibt gesund.